Hallo alle zusammen! Hast du dich jemals gefragt, was du sehen würdest, wenn du auf den Planeten Jupiter, den mit einem Durchmesser von etwa 143.000 Kilometern größten Planeten in unserem Sonnensystem, fallen würdest? Wir haben uns das gefragt und nehmen dich mit auf eine imaginäre und doch spannende Reise. Bevor wir mit der Reise zum Jupiter beginnen, müssen wir euch erst einmal ein paar wichtige Informationen liefern. Im Anschluss steigen wir in unseren luftdichten Raumanzug und starten die Reise. Die Entdeckung der meisten Planeten in unserem Sonnensystem kann mit einer Person oder einem Team aus Wissenschaftlern in Verbindung gebracht werden. Aber die Entdeckung Jupiters kann in der modernen Welt niemandem zugeordnet werden. Und das, obwohl dieser helle Planet einer von 5 Planeten ist, der ohne technische Hilfe gesehen werden kann. Bekannt ist nur, dass die Römer Jupiter seinen formalen Namen gaben, passend zu ihrem Gott des Wetters und des Himmels. Wenn man auf eine Karte des Sonnensystems schaut, stellt man fest, dass sich die Venus, die Erde und der Mars recht dicht beieinander befinden und zwischen ca. 108 Millionen und 228 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne sind. Jupiter jedoch ist völlig anders und separiert sich in diesem Quartett. Jupiter ist ca. 778 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne. Diese Entfernung zur Sonne ist ca. 5-mal weiter als die Entfernung der Erde zur Sonne. Diese unglaubliche Entfernung bedeutet, dass Jupiter ungefähr 12 Jahre braucht, um die Sonne zu umkreisen. Ungeachtet der 12-Jahres-Umlaufzeit hat Jupiter viel kürzere Tage als auf der Erde. Wir Menschen erleben einen 24-Stunden-Zyklus. Auf dem Jupiter sind es ca. 9 Stunden und 56 Minuten. Wie dieses zustande kommt? Der kürzere Zyklus liegt an seiner schnellen Rotationsgeschwindigkeit. Da aber Jupiter keine Oberflächenmerkmale hat, um die Drehung zu überwachen und genaue Messwerte zu liefern, bedienen sich Wissenschaftler des Magnetfeldes des Planeten. Festgestellt wurde, dass Jupiter unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten hat, ähnlich wie die Rotation des Äquators, und somit leicht abweichende Tageszyklen. Der genaue Tageszyklus konnte somit noch nicht festgestellt werden. Durch die schnelle Rotation des Planeten entstehen auf der Oberfläche schnell Stürme. Diese können auf eine unglaubliche Größe anwachsen und ganze Teile des Planeten bedecken. Wir sprechen hier von einem Größenwachstum auf einer Breite von 1000 Kilometer innerhalb von nur wenigen Stunden. Der Planet besitzt eine eigene Wärme, die aus einer Mischung von Gas im Inneren des Kernes besteht. Diese ist für den feuchten Wärmeaustausch an der Oberfläche verantwortlich. Durch die hohen Druckunterschiede entstehen hier so verheerende Stürme. So, das war's mit den Infos. Jetzt machen wir uns auf die Reise zum Jupiter. Stell dir vor, du hast einen luftdichten Raumanzug an, dem extreme Temperaturen nichts anhaben können, der einen etwa 100 Mal stärkeren Druck aushält als der auf der Erde und der dich zuverlässig mit Luft, Wasser und anderen lebensnotwendigen Dingen versorgt. In diesem Anzug fällst du aus dem All auf den Planeten Jupiter und hast die Möglichkeit, diesen einzigartigen Planeten aus der Nähe zu betrachten. Während du dich nun also im freien Fall dem Planeten Jupiter näherst und nach seinem Mond Ausschau hältst, wirst du wahrscheinlich staunen, denn es gibt derer gleich 79. Zumindest nach aktuellem Stand der Forschung. Du kannst ja nachzählen, ob die Forscher da richtig liegen. Die größten und bekanntesten werden dir bestimmt auffallen. Es sind die galileischen Monde, benannt nach ihrem Entdecker Galileo Galilei. Ganz außen der dunkle Callisto, gefolgt von Ganymed, dem größten der 4, Europa mit seiner auffallend hellen Oberfläche, da der Mond von einer dicken Eisschicht bedeckt ist, und schließlich Io mit zahlreichen Vulkankratern. Kannst du sie erkennen? Wenn du genau hinschaust, kannst du vielleicht sogar einen aktiven Vulkan auf Io erkennen. Und vielleicht sogar in etwa 3 Millionen Kilometer Entfernung den Saturn mit seinen charakteristischen Ringen. Der wäre auch eine Reise wert, aber jetzt geht eine Reise erst einmal weiter in Richtung Jupiter. Fällt dir eigentlich auf, wie schnell sich der Planet dreht? Der Jupiter ist der sich am schnellsten drehende Planet in unserem Sonnensystem. In etwa 250.000 Kilometer Entfernung vom Mittelpunkt des Jupiters kommst du durch die ersten Planetenringe. Die beiden äußeren Gossamer-Ringe sind sehr dünn im Vergleich zu den dicken inneren Ringen, dem sogenannten Hauptring und dem Halo-Ring etwa bei Kilometer 100.000 vor dem Jupiterzentrum. Die Ringe bestehen aus feinen Staubkörnchen, von denen die meisten nur wenige Mikrometer groß sind, also mit bloßem Auge nicht so zu erkennen. Man nimmt an, dass dieser Staub von den Jupitermonden kommt, die ständig von Asteroiden und Meteoroiden bombardiert werden. Dazu kommt noch das vulkanische Material von Io. Da diese Monde so klein sind, haben sie eine geringe Masseanziehung und der Staub wird ins Weltall getragen. Der nahegelegene Jupiter hat im Gegensatz dazu eine extrem starke Masseanziehung. Allerdings auch ein starkes Magnetfeld, das einen Großteil der Partikel auf Abstand hält. So entstehen die Ringe. Trotzdem wäre ein Fall auf den Jupiter sehr gefährlich, weil alle Partikel, die dem Jupiter noch näher kommen, als Partikelregen in den Jupiter hineingesaugt werden.
Während du weiter hinunterfällst, nimmt deine Sichtweite somit immer weiter ab. Bevor du die etwa 50 Kilometer breite Wolkenschicht aus Ammoniak erreichst, wo die Sichtweite gleich 0 ist, hast du lange Zeit die Gelegenheit, dir die charakteristischen dunklen und hellen Wolkenstreifen oder Wolkenbänder anzusehen, die den Jupiter umschlingen und die du vielleicht sogar schon von der Erde aus durch ein Teleskop erkennen konntest. Sie werden von unfassbar starken Stürmen auf dem Jupiter verursacht. Schließlich findest du dich in der Wolkenschicht wieder, wo diese Bänder und Stürme erzeugt werden. Das kann man sich nicht so vorstellen wie bei uns auf der Erde. Die Wolken- und Dunstnebelfelder sind überall, sie umgeben dich komplett und nehmen dir die Sicht. Es gibt eine dünnere obere Schicht und eine noch dickere untere Wolkenschicht. Aber wann erreiche ich denn endlich den Boden, fragst du dich jetzt vielleicht. Nun, da gibt es ein Problem. Allem Anschein nach gibt es nämlich gar keinen Boden, gar keine feste Oberfläche und darum ist es nicht möglich, auf dem Jupiter zu stehen. Es wäre schon allein deshalb nicht möglich, weil du sofort vom starken Wind umgeblasen werden würdest. Auf dem Jupiter kann man nicht einfach so landen, da es sich um einen Gasplaneten handelt. Der Planet hat keine harte Oberfläche, wie wir sie von der Erde, vom Mond oder vom Mars her kennen. Wenn du also versuchen würdest, auf dem Jupiter zu stehen, würdest du einfach einsinken oder der starke Druck würde dich erdrücken. Und das Gehen würde dich einiges an Muskelkraft kosten, da die Schwerkraft auf dem Jupiter doch 2,5 Mal so groß wie die Erdanziehungskraft ist. Der Planet Jupiter hat keine klar begrenzte Atmosphäre. Er besteht hauptsächlich aus Gasen, viel Wasserstoff und ein wenig Helium und noch ein paar anderen Gasen. Eine Atmosphäre, wie wir sie von der Erde kennen, gibt es nicht. Die Atmosphäre ist bereits Teil des Planeten und geht allmählich in das flüssige Innere des Planeten über. Wann genau der Punkt ist, an dem du in den Jupiter eingetreten bist, kann man nicht ganz genau sagen. Aber wenn du die dichte Wolkenschicht, die hauptsächlich aus Wasserstoff besteht, erreicht hast, bist du auf jeden Fall zumindest in der Jupiter-Atmosphäre angekommen. Du kannst aber noch weiter hinunterfallen. Je weiter du in den Jupiter hineinkommst, desto dichter wird die Wasserstoffschicht, bis sie irgendwann in etwa so dicht ist wie Wasser. Die Forscher sind sich nicht einig, ob der Kern flüssig oder schon fest ist. Manche vermuten, dass er einen kleinen festen Kern aus Gesteinsbrocken oder Eis vermischt mit schweren Stoffen wie Eisen und Silizium hat. Aber du müsstest schon ziemlich robust sein und einen extrem hohen Druck aushalten, und es wäre, gelinde gesagt, heiß, um die 35.000 Grad Celsius. Aber selbst wenn du tatsächlich auf der Oberfläche des Jupiters auftreffen könntest, würdest du erstmal gar nichts sehen, sondern nur einen starken Sturm spüren. Und auch das ist etwas untertrieben, denn die Stürme sind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3000 km pro Stunde unterwegs. Da kannst du dich nicht mehr auf den Beinen halten. Zum Vergleich: Orkane, die stärksten Winde auf der Erde, haben Windgeschwindigkeiten von 120 bis etwa 150 km pro Stunde. Die Wirbelstürme sind nicht nur schnell, sondern auch riesig, mit Durchmessern von bis zu 1400 Kilometern. Einer dieser Superstürme ist so gewaltig, dass die Forscher ihm gar einen Namen gegeben haben: der große rote Fleck. Vielleicht hast du die Möglichkeit, bei deinem Fall auf den Jupiter den großen roten Fleck zu sehen. Vielleicht glaubst du beim Näherkommen, dass es sich um einen Krater handelt, doch dem ist nicht so. Das ist ein riesiger Wirbelsturm, 3-mal so groß wie die Erde, der den Jupiter ständig umkreist. Die Wetterphänomene auf dem Jupiter sind mit denen auf der Erde, wo nach ein paar Tagen oder spätestens Wochen keine Rede mehr von einem bestimmten Sturm ist, nicht zu vergleichen. Die Stürme auf dem Jupiter sind viel konstanter. Neben dem erwähnten großen roten Fleck kannst du wahrscheinlich noch einen zweiten roten Fleck erkennen, während du auf den Jupiter fällst. Es gab sogar noch einen dritten roten Fleck, der jedoch zwischenzeitlich vom großen roten Fleck verschlungen worden ist. Falls du bei deinem Fall auf den Jupiter intensiv leuchtende Lichter an den Polen erkennen kannst, diese sind den Stürmen an den Polen zu verdanken. Polarlichter sozusagen, sehen aber anders aus als die Polarlichter der Erde. Das gigantische Farbenspiel aus roten, orangefarbenen, braunen oder beigen und sogar blauen, weißen und schwarzen Farben, das sich ansonsten auf dem Jupiter abspielt, liegt an den dichten Wolken. Ein besonderes Naturschauspiel sind auch die Blitze. Aber nimm dich in Acht, sie können 1000-mal stärker sein als die Blitze, die wir von der Erde her kennen. Ja, es wäre eine spannende Erfahrung, auf den Jupiter zu fallen. Und du könntest der Astronomie bei vielen offenen Fragen weiterhelfen. Eines steht jedenfalls fest: Auch wenn ein Leben auf dem Jupiter unter den jetzigen Bedingungen niemals möglich sein wird, so ist er doch unabdingbar für die Erde. Er beschützt uns, indem er aufgrund seiner schieren Masse die Asteroiden von der Erde abhält. Was hältst du vom Jupiter? Würde dich eine Reise dorthin reizen? Was fasziniert dich am meisten? Hast du den Jupiter schon einmal durch ein Teleskop gesehen? Wir würden uns freuen, wenn du uns kurz von deinen Erfahrungen berichtest. Du kannst es gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.